Hallo und willkommen auf meinen fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Anhol mitgebracht, die mittlerweile Lumibrix heißen. Die F9035 Mountain Cabin von der Retro House Serie. Hier die Box. Schöner Hintergrund, muss ich sagen, gefällt mir. Sonst wie immer schwarze Box. Hier an den Seiten sieht man die Minifiguren, die dabei sind und die zwei Eichhörnchen. Und hinten haben wir so zwei Ausschnitte von Innenraum. Ja, schöne stabile Box. Die Bauanleitung. Wir haben diesmal hier zwei. Von vorne sehen sie beide gleich aus, nur die Nummerierung ist anders. So. Haben wir auch paar schöne Bilder auch. Nette Bilder, muss ich sagen. Also die sehen echt cool aus. Ja, zwei. So. Und dann fängt der Bau schon an. Ja, mit dem Überprüfen von der Beleuchtung. Die Bauanleitung stellt gar keine Fragen. Schauen wir mal, ob wir hier noch vielleicht Bilderchen haben. Nein, hier in der zweiten Bauanleitung geht man gleich weiter. Die Bauanleitung, also insgesamt hat es dann 429 Seiten, 666 Bauschritte. Gott, Teufelszahl. 10 Bauabschnitte und das macht 3,39 Teile pro Bauschritt. Man kommt ohne Probleme durch. Die Bauanleitungen von Lumibrix sind super. Es gibt auch immer eine PDF-Bauanleitung. Wir haben 4 Minifiguren. Die zeige ich euch dann gleich. Und Biker und Handwerker und eine Dame, die so eine schöne Taille hat. Nur wenn man es von gerade aussieht, dann klappt es auch. Weil sie wurde ja so von der Seite bedruckt, dass er so schwarz aussieht, dass sie halt eine Taille hat. Aber wenn man direkt von vorne aussieht, ja, haben sie es vielleicht geschafft mit den Anschein. Hosenbedruckungen hat nur er hier, hat so Taschen angedeutet. Ja, und hier von hinten. Schöne Lumibrix-Figuren. Die Dame, die ist dafür geplant, dass man sie quasi hier in den Whirlpool stecken soll. Halt, man tut die Beine weg und dann halt nur den Oberteil, dass sie quasi im Wasser ist. Die Maße ist 28 cm breit, jetzt ohne diesen Baum, das ist ein Zeitbild, 28,5 cm hoch und 22,5 cm tief. Der Preis. Auf der Lumibrix Webseite kostet es 115 €, macht 5,1 Cent pro Teil. Aktuell habe ich keine Rabatte gesehen, aber Black Friday kommt, Weihnachten kommt, da gibt es immer Rabatte. Ich mag es immer von der Lumibrix Webseite zu kaufen. Amazon hat manchmal öfter Rabatte, aber da kriegt man die Punkte nicht. Das habe ich ja mal in meinem Video erzählt, dass Lumibrix pro Euro, pro Einkauf einen Punkt gibt. Und wenn man genügend Punkte sammelt, kann man das quasi dann noch mehr als Rabatt nehmen. Der einzige Nachteil dabei ist zum Beispiel, du hast jetzt, keine Ahnung, 60 € oder Dollar, es ist immer in Dollar, 60 $ Coupon eingelöst. Du kannst es nicht zusätzlich zum Rabatt nehmen. Also musst du dann immer ein Set nehmen, was gerade keinen Rabatt hat oder halt selten Rabatt hat. Oder nur 5% oder 10%. Oder es kostet nur 50 € und dann kriegst du es kostenlos. Also Nachteil ist es nicht, aber meistens kostet es halt ein bisschen teurer auf Lumibrix, aber ich finde halt den Vorteil, dass man diese Punkte sammelt und da gibt es so auch Stufen. Keine Ahnung, Stufe 1, 2, 3, 4, 5. Und je höhere Stufe du hast, dann kannst du zum Beispiel bei deinem Geburtstagseinkauf,
du musst ja da auch deinen Geburtstag eintragen, wenn du dich registrierst. Und in deinem Geburtstagsmonat, das war bei mir so, wenn ich über 200 € was eingekauft habe, habe ich noch ein Set als Geschenk bekommen. Dann schreiben sie dir, ja, welches möchtest du und so. Also die haben da schon immer interessante Aktionen. Da könnte man das echt verfolgen auf der Webseite oder auf der offiziellen Facebook-Seite von Lumibrix. Also mit 20% Rabatt, wenn es mal gibt, dann wäre es so 92 €. Ja, und wäre dann 4,8 Cent pro Teil. Ja, machen wir die Beleuchtung an, aber davor zeige ich euch diesmal, wie die Batteriebox hier versteckt ist. Also, die ist hier drin, ein bisschen schwieriger geht's raus, da klemmt es hier irgendwo, aber das geht. Ja, da kann man es hier halt rausziehen und wieder rein. Die kann komplett rein versenkt werden. Das Doofe finde ich halt nur, wenn hier der Schalter ist. Deswegen eigentlich steht es bei mir halt dann so, damit ich es leichter anmachen kann. Aber theoretisch kann man die komplette Batteriebox versenken, aber ich lasse es dann immer so, dann kann man es anmachen. Ja, ich mache jetzt das Licht aus und dann kann man sehen, wie es schön leuchtet. Und dann hier unten der Pool, da ist quasi angezeigt, dass das Mädel da rein kann. Ja, das ist quasi so im Fels gebaut, wie man sieht. Ja, also im Untergeschoss ist quasi nur der Pool gebaut. Dahinter ist zwar eine Tür, aber da geht nur eine Treppe hoch zu diesem Teil. Also da ist nichts mehr. Und dann, und ja, wie der Fels so gebaut ist. Und guck, hier ist die Eichhörnchenfamilie versteckt. Das ist auch so nett gewesen, dass ich es gebaut habe. Und ja, von hinten nichts Großartiges. Das hätte ich nicht dafür gedacht, dass man es von allen Seiten zeigt. Und hier diese Seite mit dem schönen Dach. Und hier ist quasi so für Mountainbiker, dass man quasi so runterfahren kann. Und hier ist Betrug und Fahrrad und hier kann man das Fahrrad da reparieren. Aber dafür, das kommen wir gleich. Und hier so eine kleine Veranda. Nehmen wir gleich das Set auseinander. Dafür machen wir wieder das Licht an. Nehmen wir es jetzt auseinander. Das Dach kann man leicht abnehmen, aber man muss zuerst dieses kleinere Teil runter. So, ganz schlichtes Teil. Ganz. Aber erfüllt seine Sache. Also es ist ein Dach, passt. Und hier dieses kann man dann auch runternehmen. Hier auch kann man so rausnehmen. Auch echt einfach gebaut. Dann dieses Oberteil kann man jetzt abnehmen. Und da haben wir noch hier, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie das repariert haben, diese Verbindungspunkte. In diesem Set mögen sie noch mal dran hängen bleiben. Aber in den neueren Set habe ich bemerkt, dass es mittlerweile echt gut ist. Und ja, hier so sieht es von vorne aus. Und dann haben wir ein Bett, eine Gitarre, eine Lampe. So hier an der Seite kann man das sehen. So, warte, ne, so. Bücherregal. Ja, vor dem Bett so ein kleiner Bettvorleger. Schön kleines Schlafzimmerchen. Das ist leider nur ein Schornstein oben. Das wäre noch cool, wäre da auch noch so ein kleines Feuer gebaut worden, aber ist nett. Und hinten hier auch ein kleines Fenster. Das ist quasi die Holzoptik auf der Vorderseite, hinten ist nur so. Und dann, das, das hier ist dann nicht mehr als modular gedacht. Das ist jetzt so, wie es steht, fertig. Deswegen werde ich jetzt auch, ich tue das weg, weil das hier ist, wie ihr seht, das ist nicht fest. Das ist so Werkzeug und in Metallic Silber, cooles Werkzeug. Es gibt noch ein Brecheisen, aber das ist mir irgendwo darunter gefallen und ich komme da nicht ran. Dann haben wir hier so einen Schaukelstuhl, der schaukelt auch. Ja.
Und ich jetzt hier alles fest. Ja, machen wir zuerst so. Da kann man es ja aufmachen. Und sagen wir erstmal das. Das ist so, aber was könnte das sein? Ja, vielleicht so eine Küchenecke, oder? Eine Küchenecke. Und ich dachte wegen den Bildern vielleicht so für Insekten und Schmetterlinge, dass man da sammelt, aber was tut der Kochtopf da und die Oberschränke? Also würde ich so eine Küchenecke sagen. Wie ihr hier sehen könnt, hier, so, das sind quasi noch Oberkörper, das sind quasi Jacken, andere Jacken und das ist halt, ach guck, das kann man runternehmen, perfekt. So eine Werkzeugbank. Cool. Richtig, richtig cool. Und die Jacken, dass die da auch dabei sind, super schön. Und das ist auch lustig gebaut. Ja, schaffe ich. Das ist quasi Jackenaufhänger, aber guck dir, das sind die Lunibrix-Hände quasi zum Aufhängen. Das fand ich lustig, als ich gebaut habe. Okay, ich versuche jetzt das zuerst wieder dran zu kriegen. So. Und das war dann etwa hier so. Hm, muss ich alles jetzt gut machen. Und das versuche ich dann nochmal so zu zeigen. Dann sieht man auch, da gibt es auch einen Ofen. Mach mal das Licht aus. Da hinten der Ofen mit Sessel und Treppe hoch und Bildern überall. Also, ne, und da hinten in der Ecke kann man das sehen. Oh ne, muss ich die andere Seite zeigen. Da ist noch ein Fahrrad. Das ist quasi auch eine Fahrradreparatur. Da ist auch noch ein Reifen an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber auf jeden Fall, da in der Ecke ist noch so ein Fahrrad versteckt. Und von der Außenbereich, der ist richtig gut gebaut, weil da gibt's halt, auf der Wand gibt es da Helme. Und schaut das Fahrrad an. Das Fahrrad ist bedruckt. Fand ich super geil und das steht halt so auf dem Ständer zur Reparatur. Und da ist auch noch ein Reifen an der Wand. Und hier bei diesem Fahrrad kann man es am besten zeigen. Hier, Bedruckung da. Ne? Auf jeden Fall, das andere Fahrrad hat auch diese Bedruckung. Und das meinte ich halt, hier kann man dann runterfahren. Quasi mit dem Fahrrad. Ist so eine Mountainbike-Berghütte. Ja. Ja, und hier an der Seite haben wir noch ein paar Blümchen so. Und wie gesagt, da unten quasi in den Pool kann man dann. Der Pool ist halt echt cool beleuchtet. Ja. Und kann ich das aufmachen, ob man das sehen kann? Unten, da ist halt nichts drinnen. Da ist halt nur die Batteriebox, sieht man jetzt, wenn ich schon bewege. Ja, sieht man kaum. Und halt die Treppe hoch, aber sonst ist nichts da. Also da ist unten nichts. Deswegen ist es halt auch so gemacht. Ach ja, was halt auch lustig ist, was ist mir da jetzt runtergefallen? Hab was gehört? Keine Ahnung. Hier ist quasi hier das, ja, das ist so eine Öffnung. So, jetzt habe ich es aufgemacht. Das ist halt quasi, wo die Treppe hinführt. Falls man sich fragt, wie man hochkommt. Also da gibt es eine Öffnung, macht man auf, kommt man hoch, hat man hier eine Treppe und ja, das wäre halt das Häuschen. Ob ich das jetzt hier richtig angebracht habe, wird es wieder leuchten. Ja, das ist halt immer die Frage bei diesem, wo es hier noch nicht so gut gebaut worden ist oder wo die Verbindung irgendwie mehr an den anderen Nocken gehalten hat als an den Verbindungspunkten. Und was halt auch wichtig ist, wenn man das dann wieder zusammenbaut, na komm jetzt, ne? Irgendwie habe ich da was falsch gemacht.
es leuchtet. Okay. Dieses Dachteil muss man zuerst reintun, weil dieses Dachteil geht dann ja so drüber. Seht ihr? Geht er dann da drauf. Und dann muss man das halt so machen. So. Das ist halt wichtig, dass ihr wisst, wenn man das dann auseinanderbaut. Und dann halt hier wieder der Schaukelstuhl mit dem Werkzeug. Dass das so ein Metallic Silver ist, das finde ich natürlich cool. Noch besser würde ich es finden, wenn es nicht so nur rumflackern würde. Machen sie auch bei den neueren Sets wieder, dass das nicht alles so rumflackert. Und dann haben wir noch diesen Baum. Mir gefällt der, er ist nett gebaut, so einer so ein bisschen schief, aber so schön schlank. Und ja, es ist schon ein bisschen eine Strafarbeit, aber am Ende sieht es echt schick aus. Ja, äh, Lumibrix. Hier hatten sie schon immer alles bedruckte Teile, schöne Beleuchtung. Nicht zum Beispiel wie bei der Handkeiben hatten sie auch die Bäume beleuchtet, das haben wir hier nicht. Das Wasser leuchtet unten auch schön, schöne Minifiguren, super Teile, Gobrix-Steine, also Qualität auch mega. Ja, und dann sage ich nur noch, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Wenn euch das Set gefällt, könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link benutzen. Wenn ihr meinen Rabattcode mit Klemmtastisch benutzt, dann habt ihr auch schon jetzt 10% Rabatt, wenn euch das Set gefällt. Und sonst kann ich nur sagen, wartet auf Rabatte. Und auch wenn ihr auf Rabatten kauft, könnt ihr meinen Affiliate-Link benutzen. Das ist ja. Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Zum nächsten Mal.